wie man vom sich selbst verurteilenden und ändern wollenden oder vom verurteilenden und selber verändern wollenden Retter, zum Beispiel im Umgang mit Rauchern oder Menschen, die anderes machen, wo man nicht mit einverstanden ist, oder Kriegsbefürwortern. Wie kommt man von so einem Zustand dazu, ein liebender, göttlich freilassender Zuschauer? Wie kann man sich dahin transformieren? Wie kommt man dazu? Dass man sich bewusst macht, dass man andere ja nicht ändern kann. Also ich finde es schon gut, wenn man mal miteinander spricht und halt schaut, ob der andere offen ist. Aber wenn das nicht offen ist, dann nützt Diskutieren aus meiner Sicht nichts. Das ist Energieverschwendung. Also das, was ich im ersten Teil gesagt habe, dass wenn jemand nicht offen ist, dann ist er nicht offen. Und dass man sich dann wie bewusst macht, das ist ja nicht die eigene Verantwortung. Man hat es ihm gesagt und was er damit macht, das hängt ja nicht von einem selbst ab. Ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn es zum Beispiel in der eigenen Familie ist oder wenn es Menschen betrifft, die einem sehr nahe stehen oder die eigenen Kinder und die machen dann lauter Dinge, die man selber ganz, ganz schwierig findet, und dann da einfach zuzusehen. Wie schaffe ich das? Ich glaube, das ist auch ein emotionaler Prozess, dass man ja dahin kommt. Geht es darum, zu akzeptieren, dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss und seine eigenen Erfahrungen machen soll und darf? Mhm. Und das, was ich eben gerade gesagt habe, also dass man sich das halt gedanklich sagt, auch wenn man das nicht fühlen kann, aber dass man das gedanklich halt weiß. Aber was kann ich dann tun, damit mir das leichter fällt? Es ist ja eines, mir das gedanklich klar zu machen, und das andere ist, sowas auszuhalten, wenn es zum Beispiel Menschen betrifft, die ich sehr lieb habe, oder? Ja, darum ist es ja ein emotionaler Prozess Mhm. auch, Mhm. bis man damit überhaupt Frieden hat. Und da kann man ja nur sagen, dass jeder einen anderen Weg hat. Mhm. Also man kann da nichts, mir kommt da nichts anderes in den Sinn. Ja. Es ist zwar emotional nicht einfach, aber ich habe da keine andere Antwort drauf. Mhm. Weil man kann andere nicht verändern. Auch wenn das nicht immer einfach ist. Also wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen darf, ganz kurz, dann ist es für mich auch sehr, sehr hilfreich, dann nicht einfach mich passiv zurückzulehnen, sondern aktiv etwas zu tun. Und es ist in diesem Fall vielleicht, kann es hilfreich sein, sich an die Meisterebene zu wenden, an die Schutzengel zu wenden, des Betreffenden, und zu bitten, oder an meine, und zu bitten, dass alles getan wird, was zum höchsten göttlichen Wohl dieser Person ist, oder dieser Person einfach meinen Herzenssegen zu schicken. Und das gibt mir das Gefühl, ich kann etwas tun. Und es bewirkt mit Sicherheit nur Gutes, und es soll aber nicht mein eigener Wunsch sein, den ich denen schicke, sondern mein Wunsch muss draußen bleiben, weil es ist ihr Leben. Also, würdest du das auch so sehen? Mhm. Okay.